Ich hoffe nicht mal, das nimmt auf. Wenn nicht, dann werde ich es eh gleich sehen. Sollte aber aufnehmen. Wir sind zurück bei Crimes and Pushman. Crimes and Pushman. Ach, keine Ahnung, wie man ausspricht. So, wo wir hier sind. Also, das war das da. Hat Peter geraucht. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Peters private und Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Ah, das wurde... Thank you, madam. Ich glaube, ich weiß, was geraubt wurde. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Ach, wie Mr. Holmes ausgesprochen wird. Ja. Jetzt verstecken wir uns wahrscheinlich. Kann das sein? Egal. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Okay, ist eine gute Idee. Sprich. Warte mal. Okay, haben wir nichts. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Wahrscheinlich ist, aber das ist... Boah, ich hab vergessen. Ah, hier. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Ah, Maus. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Ah, hat er das in Gedanken gesprochen oder was? Mr. Holmes? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Hier also, oder was? Okay, hier. This looks like the perfect hiding place. Kann es sein, dass er so im Gedanken spricht oder so richtig sagt? Aber das ist komisch, weil der Mund sich nicht bewegt. Also denke ich eher weniger, dass er sich im Kopf sagt. Aber ach, keine Ahnung. Wir verstecken uns erstmal und sehen, ja, was der Einbrecher jetzt machen will. Ah, Sherlock Holmes ist Bester. Dann sind wir mal leise. Okay, wenn es mal fertig wäre mit Laden tun. Okay, jetzt. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Okay. Police! Hold it right there! Polizei. So. Wir sind Mr. Holmes? Mr. Holmes.
gucken, was... All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Neligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough! You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. So, okay, Mr. Holmes klappt, als wäre das ja das wirklich nicht wahr. Kann das sein? Weil sonst, ja, bei Holmes weiß man es ja nie. Boah, ey, aber diese Ladesequenzen sind doch einfach nur geil. Boah. Untersuchen den Mann, okay. Die sind einfach nur richtig göttlich, finde ich. Scott. Es lädt aber lange. So. Ich finde diese Ladesequenzen einfach nur geil. What the fuck? Lol. Mr. Holmes. Oh, schade, mit dem kann man nicht reden. Mit dem kann man nicht reden. Ach, schade. Okay, mit dem kann man reden. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. So. Der Junge liegt in unserer Hand, oder wie man den Spruch sagt. Ich habe keine Ahnung. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Ich finde das einfach so richtig genial. Kann man hier auch rein? Okay. These are the suspect's belongings. Okay. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. Das hatten wir doch schon mal, kann das sein? Okay. And partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? These are the suspect's belongings. So erfragen. Im Archiv eine schwerer goldener Ring mit der Gravur von R. Dawson für meinen Freund und Partner. 1883. Ein scharfes Messer wurde auf dem Boden neben der Leiche von Peter Carey gefunden. Die Klinge weist keine Spuren einer Benutzung auf. Peters Stiefel, sie scheinen so achtsam. Okay. 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 Kann man nicht. Kann man nicht verwenden.
Ein scharfes Messer, okay. Dokumente. Dialoge. Issues. Ich habe so keine Ahnung. Noch nicht. Wir sollen noch herausfinden, von wo das war. Kann das... Oh nee. Oh, ich werde angeschrieben. Warte. Wieso? Okay. Wie konnte man da noch mal hin? Okay, ich muss damit noch so extrem klar kommen. Ah, wie konnte man in diesem Dings da hinein? Warte mal, Hilfe, rennen. Charakter wechseln? Nee. Talent. Ah, ich habe vergessen, wie man die... Ach, wahrscheinlich brauchen wir das nicht. Noch nicht. Ah, ich habe echt vergessen, wie man das macht. Richtig geil, ich weiß. Okay, da unten geht's wahrscheinlich zum gleichen Dings da. Ja. Also wird klar. Ui, sieht das schön aus. Aber boah, ey, diese Musik macht mir schon etwas Angst. Boah, ich dachte schon, die kriegt die Tür nicht mal auf. What the fuck? Aber das wäre es gewesen. Nee, ich Locked. Okay. Geschlossen. Mr. Holmes? So, kleiner Junge. Ich habe mit Ihnen was zu besprechen. Kann das sein? Notizbuch. Oder wir machen erstmal das hier. Dünner Hals. Ah. Teurer Stoff. Der muss eine reiche Familie sein. Hä? So. Charakter analysiert, abgeschlossen. Namen, Hornhaut, kurze Dings da, okay. Notizbuch. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Neligan. Das stimmt, da hat The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Neligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Okay, hat schon immer mir gehört, der Ring mit Gravur. Jacke des Vaters, scharfes Messer. Harleys Stiefel. Der hat schon immer mir gehört, die Gravur. Das hat irgendwas mit der Gravur zu tun, habe ich so das Gefühl. Schwerer goldene Ring.
mit der Wur. Judith Dawson. Neligan ist ungefähr 19 Jahre alt. Er wuchs in der wohlhabenden Verhältnis auf, aber nach dem Verschwinden seines Vaters vor 10 Jahren verfielen er und seine Familie in Armut. Er verdient sich seinen Lebensunterhalt mit dem Putzen von Fischen. Obwohl er recht lange solche körperliche Arbeiten verrichten musste, ist John weiterhin ziemlich schwach gebaut. Er hat schon immer mir gehört. Ich würde gerne nochmal. Er redet richtig nett. John. Ein Nicht von Tatort mit dem Internet. Warte, vom Ring. Wie hieß das? Von er. TJ. Okay, da weiß ich gerade nichts. Achso, okay. Jetzt muss ich gucken. Das ist wer. Er hat schon immer mehr gehört. Der Ring mit Gravur. Jacke des Vaters. Warte mal. Er hatte eine... Wenn es... das macht keinen Sinn, dass wenn es... Putzen, wenn es seine Familie wuchs, wohlhabende Verhältnisse. Boah, ey, das ist ja extrem schwer. Kann das sein? Okay, da geht's sehr weit runter. Ja, stimmt, das hatten wir schon mal. 84. Warte mal. So. Kann es sein, dass dass der Ring den Ring sein Vater gehört hat und das der Freund war? Kann das sein? Boah, okay, ich muss noch ein bisschen kommen mit dem warte. Peter Carey. Schade. Okay, das ist schwerer als gedacht, habe ich so das Gefühl. Wenn es das aber ich glaube, das von dem Jungen gehört das wirklich, aber Carrie Stiefel, das macht für mich keinen Sinn. Profil des Opfers hat immer mehr Ring mit Gravur. Eins von diesen zwei, Jacke des Vaters. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich mach das. Okay. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Neligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Okay. Gepflegter Garten. Dann war's. No, Mr. Neligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? Immer klar. The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Neligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say.
Ja. Well, Weiter. I will see you soon, young man. Nun bald. Please let me go. I'm innocent. So, aber bevor wir B berücken, beende ich diese Aufnahme und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit dem tollen, wunderschönen Fall. Aber das war irgendwie klar, dass es sein Vater war. Der Ring gehört sein Vater, die Jacke auch, das macht Sinn. Ja, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also, bis bald.